Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. Jura aus Irkutsk begrüßt euch ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut in Old Germany und ihr lebt in Brot und Butter. Bei uns in Irkutsk geht der Winter weiter, bald beginnen die Feiertage. In Russland hat man dann 11 Ruhetage vom 29. Dezember 2024 bis 8. Januar 2025. Ja, so lange hat man bei uns die Winterferien. Es wird nicht gearbeitet, nur die Geschäfte laufen immer noch an diesen Ruhetagen, aber die Behörden haben es frei. Heute, am 27. Dezember, haben wir in Irkutsk etwa minus 8 Grad Celsius. Draußen war angenehm kühl. Ich beschloss, an diesem Tag einen Spaziergang zu machen. In diesem Video seht ihr meinen Bummel auf der Karlmannstraße. Weiter biege ich auf die Straße der 5. Armee. Ihr könnt sehen, es herrscht ein bisschen Hektik in der Stadt vor den Feiertagen. Die Menschen versuchen, die Einkäufe so schnell wie möglich zu machen. Kurz vor dem Neujahrbeginn gibt es sehr viele Menschen in Lebensmittelgeschäften, besonders in großen Lebensmittelgeschäften, wo es größere Auswahl an Lebensmitteln gibt, zum Beispiel im Supermarkt Lenta. Die Russen feiern den Neujahrbeginn meistens zu Hause im Familienkreis, dann hat man die Gäste von der Verwandtschaft oder die nahen und guten Freunde kommen vorbei. Es gibt auch viele Menschen, die überhaupt nicht feiern. Je älter, desto weniger gibt es Interesse für dieses Fest. Ja, die Weihnachten werden in Russland nie so stark gefeiert, wie es in Deutschland der Fall ist. An diesen Tagen habe ich einen Besuch aus dem Ausland. Ein Mann aus Australien hält sich jetzt in Irkutsk auf. Er heißt Klaus. Er ist von österreichischer Herkunft, aber lebt seit 40 Jahren in Australien. Ja, und Klaus will in naher Zukunft zusammen mit seiner Familie nach Irkutsk, oder besser gesagt in die Region Irkutsk, umziehen. An diesen Tagen sucht er nach einem Haus, das er kaufen kann. Heute hat er schon ein Auto für die Familie gekauft. Das ist ein sehr gutes Auto für etwa 7, 8 Personen im Auto. Später zeige ich in einem Video dieses Auto und bei Gelegenheit will ich auch mitfahren, um das Haus anzuschauen. Zuerst geplant war der Kauf eines Hauses auf dem Weg zum Dorf Listwianka. Da gibt es viele kleine Dörfer, aber wir haben zusammen ein paar Dörfer besucht und waren sogar im großen Dorf Bolschaya Rechka. Über dieses Dorf habe ich schon mal ein wenig erzählt. Das ist das größte Dorf auf dem Weg von Irkutsk nach Listwianka. Aber das Dorf hat bei uns keinen guten Eindruck hinterlassen, ehrlich gesagt. Ja, das ist groß, aber nicht so gemütlich. Es gibt unterschiedliche Häuser dort, es gibt teure Häuser, es gibt auch verfallene. Und die Straßen werden dort nicht so gut vom Schnee aufgeräumt. Nur die Hauptstraßen waren frei vom Schnee, aber die anderen nicht. Mit einem Geländewagen kann man dort sehr gut fahren, aber nicht jeder hat einen Geländewagen. Das Dorf liegt am Ufer des Flusses Angara. Ansonsten ist das Dorf nicht so interessant zum Leben, kann euch leider nicht empfehlen. Vor kurzem war Klaus in Sludjanka, er war dort alleine, ich konnte leider nicht mitkommen, wegen der Erkältung. Jetzt geht es mir viel besser, bin schon gesund. Klaus hat dort in einem Hostel namens Arshan gewohnt, 3 Tage lang. So eine Übernachtung kostet etwa 1100 Rubel pro Nacht, da gibt es jetzt nicht so viele Gäste und man kann alleine im großen Zimmer übernachten und das Hostel liegt direkt am Ufer des Baikalsees. In der Nacht kann man dann den Baikalwellen lauschen. Ja, das beruhigt sehr gut und die Luft ist dort sehr sauber, so hat mir Klaus erzählt. Ja, so ist die Situation und am kommenden Sonntag wollen wir zusammen dann nach Sludjanka noch einmal fahren, um ein Haus anzuschauen, das momentan zum Verkauf steht. Dieses Haus hat Klaus und seiner Familie sehr gut gefallen. Wir möchten jetzt das Haus von innen besichtigen. Ein Termin ist schon mit dem Hausbesitzer ausgemacht und mit dem Auto, das Klaus heute gekauft hat, kann man so eine Reise nach Sludjanka sehr leicht unternehmen. Die Fahrt dauert etwa 2 Stunden und dann ist man vor Ort. Ich bin der Ansicht, Sludjanka, das ist so eine mittelgroße Stadt. Da gibt es etwa 5 Schulen, Lebensmittelgeschäfte, den Bahnhof.
Ich habe schon mehrmals über den Ort Slujanka in meinen Videos erzählt. Jetzt kann ich euch diesen Ort mit Sicherheit zum Leben sehr gut empfehlen. Der Bahnhof ist ein sehr großer Vorteil dieses Ortes. Von dort aus kann man sowohl nach Westen als auch nach Osten mit dem Zug fahren und die Personenzüge pendeln dort jeden Tag. Ich will natürlich ein Video unserer Reise nach Slujanka machen, sowie das Haus von innen aufnehmen. Ich will die Feiertage in Irkutsk verbringen. Bei mir im Leben ist nicht so viel los. Der Winter und die kälteren Temperaturen beeinflussen die menschliche Aktivität sehr stark. Bei Kälte, bei Frost will man nicht so oft auf die Straße gehen, man bleibt eher zu Hause. Außerdem wohne ich in der Wohnung und bei mir ist nicht so viel los. Beim Leben in einem Familienhaus, in einem Dorf, da ist immer was los, man kann mehr Videos drehen. Später, wenn es soweit ist, dann will ich wieder Gas geben und wieder mehr Videos machen. Deswegen bitte ich euch, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten, was in Russland los ist. Über die Politik und über den Krieg in der Ukraine will ich nicht so viel sprechen. Von diesen Themen halte ich meine Finger weg. Es gibt andere YouTube-Kanäle, die solche Themen gerne ansprechen und behandeln. Auf meinem YouTube-Kanal geht es eher über das Alltagsleben in Sibirien. Ich bitte ums Verständnis, danke für das Mitmachen, danke für den persönlichen Einsatz. Ich bin euch dankbar, dass ihr keine Beleidigungen in den Kommentaren schreibt. Ich verfolge das Geschehen in Deutschland. Es tut mir echt leid, was in Deutschland momentan los ist, aber ich hoffe, im nächsten Jahr kann der Vernunft dann doch an die Macht kommen und dann gibt es in Deutschland bessere Zeiten und vermutlich gibt es dann und hoffentlich auch gibt es dann doch die Freundschaft und die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern und allgemein gesehen zwischen Europa und Russland. Mal schauen, bin selbst gespannt, was auf uns im nächsten Jahr zukommt. Ich wünsche euch alles Gute für den Alltag und angenehme Feiertage im Familienkreis. Wir sehen uns bald in neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal wieder. Bis dann. Tschüss.